Hallo und herzlich willkommen zu Shadow Hearts Covenant. Wir sind in Nihonbashi angekommen, nachdem wir uns beim letzten Mal aus Garans Falle der Anderwelt befreit haben. Haben hier noch den großen Gama besiegt und haben sehr viele Informationen über die Story erfahren, aber die wiederhole ich jetzt nicht komplett. Wir machen mal weiter. Wir sollen hier wahrscheinlich bald ein Monster jagen, was ausgebrochen ist. Noch ein Speicherpunkt. Ja. Stationär hier, aber kann man sich beklagen. Wenn ich ja mit dem Save-State-Button sowieso freies Speichern habe. So, are you thinking about your father? Yeah. I can hardly remember anything from when I was a boy. The funny thing is, I can still hear the sound of that old ship. The one that took the three of us to China. Your father died while fighting this wizard who was planning to destroy all of Japan, is that right? Yeah. I was 10 years old. And your mother? After my father was killed, monsters attacked us at our house. They were sent by Dehwai, that wizard. They killed my mother. Fate's a strange thing. My father gave his whole life to save Japan, and I'm doing everything I can to try to stop it. I think I understand him. Huh? It wasn't for Japan. Your father was actually fighting for you. And he was fighting for your mother as well. For me and my mother? I told you my family was poor, but that we were once nobility in Munich, right? Growing up, I worked harder than anybody else to keep the honor of our family name. If I succeeded in the army, I thought that it would reflect well on my family. I didn't do it for my country. I did it for my sick, bedridden grandmother that I left at home. But you see, I don't have a home anymore. It's been destroyed by those Sapientes Gladio bastards. That's why I really think that your father did what he did for the wife and the son that he loved. I'm sorry. No, I don't want that. I'm fine. It doesn't help to blame fate. It just makes you sad and bitter. Live every moment to the fullest and the future starts to look brighter. You're a strong woman, Karen. That's right. You better remember that. Wow, this is getting kind of steamy, don't you think? Quiet. They'll hear you. What are they doing? Just grab her and plant one on her already. Push her head down like this. Jeez, don't be such a wuss. Go and make your move. You can do it. Go. Kiss her. I Kiss think her. you Grab. need help. Huh?
Do you remember your mother? Of course. She met my father when she was in Japan. And it was love at first sight for her. Was she pretty? I can't remember her face that clearly. What was she like? Why all these questions? Come on, I just want to know. We moved around a lot after we got to China. Finally, we settled in Milan. But because my father was away so much, my mother and I got to spend a lot of time together. She was a strong woman, but she was lonely too. Was that enough? This is embarrassing. No way. You're not stopping right now. Please, come on. She had a hard time growing up, but she was happy in Japan with my dad. Of course, after we moved to China, she would sometimes complain about how her life went. Then she'd always say she'd be happy, no matter where she was, as long as she had me. Oh, But whenever I heard that, I became furious at my father for having left us. naturally. It was my mother who named me Yuri. How did she pick that name? I guess that was the name of her first lover. I can't hear what they're saying. He just said that he loved her. He really said that? Quiet. You're too loud. Oh, sorry. Yuri, may I ask you just one more thing? Yeah, I guess so. You might as well. Were you in love with Alice? Oh, my stomach. My stomach's killing me. I gotta go to the bathroom. Hey, come on, I'm serious, you know? Ouch. Yuri, wait! Cut it out. I swear, I gotta go. Mit jedem dieser Cutscenes, an die ich mich kaum mehr erinnere, und dann diese ganzen Referenzen zu Shadow Hearts 1, die ich damals gar nicht nachgeschaut habe, liebe ich dieses Spiel mehr. Das wird ja immer geiler hier. Also die Geschichten von Yuris Eltern, vor allen Dingen der Mutter. Man sieht, Karen, haben wir ja auch in den Traumspielen, steht voll auf Yuri, und Yuri ist aber anscheinend immer noch in Alice verliebt. So. Ha, was hast du vor? Was? Oh, hahaha, nichts. Wir sind einfach da so dahingeschlendert, ha? Hast du gerade etwas gehört? Da wird die Stille wieder getrübt. Und die Freude. Aber was zum Teufel, was ist das? Nie, kein Monster. Nikolai? Schoki. Mag ich ja gern. Vor allem in Tafelform. Schwäche Finsternis. Weiter. Wenn der, nee, das Element liegt, dann kann ich ja Böses beschwören machen. Ich weiß gar nicht, wer böses Symbol macht. Ich glaube, Blanka.
But he's still alive. Now look this way. Oh, that was so boring. Jetzt ist es weg. Guck, das Blut des Monsters. Was zum? Es vervielfacht sich. Wollen die mal fusionieren? Ich hätte es vielleicht machen sollen, da hätte man jetzt schon besiegt. Aber reicht trotzdem gut. Verdammt, die Viecher sind zäh. Hier drüben. Was haben wir denn da? Da bist du ja. Alles in Ordnung? Keiner verletzt? Wir sind schon in Ordnung, Kurando. Die ganze Stadt ist in Aufruhr. Was geht hier vor? Ein weiteres Monster ist aufgetaucht. Sieh mal dort, Soldaten. Verdammt, was ist los mit diesem Land? Noch ganz viele Siegel, die wir einsetzen müssen. Dann werden wir gleich noch Seelen verteilen müssen. Und Ausrüstungsgegenstände haben wir auch noch nicht angelegt, weil wir beim letzten Mal ja nur Joachim und Anastasia hatten. So. Du hast schon einen Leonardos Bär. Du hast jetzt auch noch einen Leonardos Bär. Ja. Oh ne, hier wollte ich ja das geben, was genau was Angriffskraft erhöht. Dann ist hier noch ein Leonardos Bär. Hier. Man kommt zu Bogenorkan hier noch als zweites. Wenn ich noch mehr von diesen Bogenzaubern hätte, wäre es natürlich geil. Aber anscheinend nicht, schade. Ich könnte ja sagen, ich verzichte mal auf Yuri und kämpfe stattdessen mit Kurando. Machen wir jetzt aber nicht. (62,48), was hat Yuri in der Armon-Form?
64, 48. Ja, ist Amon dezent stärker. Ist das nicht von Salomons Prüfung? Tatsächlich. Wäre lächerlich, wenn wir das jetzt machen. Wir machen jetzt nicht Salomons Prüfung. Pfui, pfui, lass mich allein, geht weg, Monster, Monster. Juri, schnell, bevor sie mich auffressen. Du musst etwas kaufen. Boah, fast. Kennt du Maske schon das aktuelle? Ja. Danke. Bossfight geht gleich los. Verloren. Ich überlege, ob sich die fast lohnt hier. Finsternis vor, der nächste Boss gegen Finsternis schwach. Oh, es gibt sogar Zufallskämpfe, perfekt. Kann ich ja meine ganze Siegel noch loswerden. Noch nicht. Ja, schade. Sollen wir nochmal MP heilen geben, wenn die Mental Break machen? Aura-Siegel, MP. Hier. Alle Element Licht, die ganzen Schokis. Mann.
nächste Kampf wäre auch ganz gut, da könnte theoretisch auch Joachim in der Fledermausform kämpfen. Aber probieren wir es so. Bist du bereit? Attacke. Master, How are things? not good. Our soldiers are being wiped out. What is your wish? If this continues, many will die. Master, I believe the three of us together could stop it. Master! Over there! These are the Yokohama soldiers. Yuri! It'll destroy the city! What do we do? I'll figure out something. I can feel Nikolai's spirit in it. Verdammt. Come. It's you! I'm Oka, of the Mutant Apes. She see no evil. I'm here. Speak no evil. I'm right, hear no evil. That monster! Are you responsible for it? No. Huh? Kato! Stop. I have no desire to fight you now. You mean to say first we stop the monster, huh? Yes. We'll take care of the weaker enemies. You handle the Shoki. You mean we fight together? Yes. Fine with me. After that, you start talking. Very well. Mutant apes, get us an opening. Yes, Master. Und jetzt geht's rund. Müssen wir erstmal wieder an den Ding gewöhnen, dass der so schnell ist. Das war's easy. Mission accomplished. Das war der erste. Das Chef einfach zuschaut, während wir seine Leute hier umnieten, ist auch komisch.
Camps bekommen zum Glück alle ich gut geschrieben, genau wie die Seelen. Nicht wie damals, als wir sie zum ersten Mal gesteuert haben. Noch einer, wir sind fertig. Oh. Their attack pattern would... Eliminierung komplett. Master, we did it. Good. Darn. They're strong. Ow! Okay, let's go. Watch their battle very closely. They are our ultimate opponents. Yes, Master. Ja, Bossfight. Kato scheint immer mehr gegen uns zu stellen. Schauen wir mal. Bossfight Schoki. 4500 Lebenspunkte. Ich kann ihn sofort töten, deswegen habe ich ja Leonardo Speer ausgerüstet. Nach diesem Kampf können wir uns dann für 65% perfekte Richtquote in Belohnung abholen, deswegen kann kaum noch schief gehen, außer ich hau jetzt die 1000 Mal daneben. Schwach gegen Finsternis. Abschluss werde ich wieder für Bogenwut bei Karren verwenden. Nicht wirklich viel Verteidigung. Oder wir sind halt immer stärker geworden. Wir machen dasselbe, was wir immer machen bei Bosskämpfen. Bogenwut, Bogenorkan. Und dann gucken wir mal, wie viele abzieht, ob wir die Verteidigung auch erhöhen müssen. Ansonsten geht es dann gleich mit Kombos weiter. Das lässt sich aushalten. Machen wir erstmal weiter. Atemwasser. Gucken, was der große Dame uns letztes Mal beigebracht hat. Evil Born. Moment, wir haben Yuri dabei. Jetzt macht Karin den Abschlussangriff mit Combo Magie Skill. Ach, wir haben gar keinen Finsternisangriff, weil ja Yuri zu Armon geworden ist. Oh, nicht mal perfekt getroffen.
Strafverteidigung runter ist nicht gut. Death John, Hammer. Jeden seiner Skills macht hier stehen wir jetzt mit sofortigem Tod aus. Nachdem wir alle immun sind und danach ist er weg. Da Zunge noch out of nowhere. Da darf glaube ich nicht mal mehr in der Kombo, die mache ich so kalt. Ohne Buff. That's all they've got. No problem. Leonardos Speer wieder abrüsten. Impressive, as expected. Now you're going to tell me where Nikolai is. I sensed Nikolai in that monster. First, you take the Emigre manuscript. Then, you take Nikolai. I'm here to put an end to this. It has nothing to do with you. Not good enough. Get any deeper into this and your very soul is in danger. Leave Japan at once. No way. Someone in this capital is pulling the strings, and I plan to find out who. No matter what? That lousy coward. He's hidden away while millions of lives are ruined. I won't let him get away with that. The Army's Hojo Research Facility. That's where you'll find Nikolai. He's still alive? Of course. But the minute you step foot in there, they'll use all their power to stop you. Sounds good. Very well. I'll be waiting. Is that right? So you came all this way to find this man you call Nikolai? Yes. A leading member of a secret society. And heir to the imperial throne of Russia. And now Ishimura has him. Ishimura? Foreign Minister Kantaro Ishimura. The one who truly controls the cabinet. So that's Kato's boss?
correct. He wields tremendous influence here. Recently, he's even formed his own army called the Iron Soldiers to consolidate his power. He also controls the Hojo Research Lab. That monster. And the mutant apes too? That monster was probably an experiment that somehow managed to escape. That laboratory has been conducting suspicious experiments for years, always involving new weapons research. It looks like Ishimura somehow plans to use Nikolai against Russia. Against Russia? That is correct. He may even open up a new front in the war. He's that crazy? He may be a bastard son, but there is no doubt that he is the prince. If we are not careful, Ishimura will use him as his pawn to seize power in Russia. No way. Der eigene Staat in Asien, von dem Think he can geredet really wurde. do it? It's been done successfully many, many times in the past. If this war gets any bigger, a lot more people are going to die. What's truly scary is that he is willing to unleash his monsters on the world. But then, Hmm? I just don't believe Kato's capable of it. He wouldn't just blindly follow orders from someone like Ishimura. I'm sure he's planning something else. Why do you think so? He's got a good heart. In Shanghai, he protected your daughter all the way until the end. But even so, I can't see why he'd come all the way to Europe to help Sapiente's Gladio get the Emigre manuscript. Huh? Emigre what? The Emigre manuscript, a magic book that brings back the dead. So far, everyone that's been after it has been trying to use it for evil purposes. Last time it caused a hell of a mess. I don't believe it. I owe that man a great deal for bringing back Yoshiko's body all the way from Shanghai. I can't really believe that Kato would use that book to pursue evil ends. What is it? Did you just remember something? That woman named Oka. From the mutant apes? What about her? When I heard her voice, I thought it sounded kind of familiar. Yuri, have you ever met her before? No, that was the first time. Well, so what? She sounded like Lieutenant Colonel Kawashima. What? My Yoshiko? Is he all right? Yes, he's resting at the moment. It scared me when he fainted like that. You'd faint too if you heard that your dead daughter was still alive. But do you really think that Oka person is Lady Yoshiko? I didn't see her die with my own eyes. So I'm really not sure. Couldn't we find out by paying a visit to the laboratory? What? Yeah. There's an idea. We'll just go right out and ask her, "Are you Yoshiko Kawashima?" It's easy. Why didn't I just think of that? Are you sure? Of course. Tja, das ist doch mal eine interessante Sache. Oka und Yoshiko eventuell.
Ja, Kato muss man sagen, Kato ist, wie man bisher sieht, eigentlich nicht wirklich der typische Bösewicht, sondern eher ein guter, der vielleicht sich im Hintergrund eigene Pläne hat, gegen den bösen Ishimura vorzugehen. Der setzt dieser Ganze aus. Und man sieht auch, er kämpft bisher immer fair. Das heißt, er sagt uns, ihr könnt zum Hoyo Research Lab gehen, was stimmt, da ist ja Nikolai, das sagt er uns ehrlich. Er sagt aber, wenn wir da hinkommen, kämpfen wir gegen euch. Der baut keine üble Falle, sondern er sagt, ja, dann kämpfen wir euch mit allem, was wir haben. Also ich mag Kato und ich mag diese ganze Story. Seid ihr sicher, dass ihr das wollt? Herumlaufen und alles? Danke für deine Bedenken, aber es ist okay. Ich hatte einfach nur Angst, das ist alles. Wir sind eine ganze Weile unterwegs, also ruht euch gut aus. Haha, Menschen, die sich in Gefahr begeben, haben einen gewissen Geruch an sich. Und ihr Jungs stinkt regelrecht. Hört zu, ich werde euch nicht stoppen. Macht keine Dummheiten, okay? Ja, Sir. So, jetzt können wir ihn ansprechen. Jetzt kriegen wir die Belohnung. Oh, sieht aus, als hättest du ganz schön viel trainiert, ey. Es ist an der Zeit, dass ich dir dies gebe. Was ist das? Das ist ein sehr seltenes Zubehör nur für Leute mit extremen Fähigkeiten. Das heißt extrem. Okay, sieh mal, ob du es gebrauchen kannst. Das wird deine Kämpfe richtig anheizen. Vielen Dank, Sensei. Das wird interessant. Yuga hat es beherrscht, weißt du? Mein Vater. Wird lustig zu sehen, ob du das kannst. Seid vorsichtig, Kurando. Seid alle vorsichtig, okay? Trefffläche verschwindet, dreifache Angriffskraft. Das heißt, wenn ich mir merke, wo das ist, kann ich extrem viel Schaden verursachen. Das können wir jetzt mal noch nicht einsetzen. Jetzt brauchen wir als nächstes Lähmung, sollen wir als nächstes verhindern. Ja, gucken wir mal. In der Folge nicht mehr, aber wir können sowieso trotzdem schon mal ausrüsten. Das Spiegelarmband. Wir gehen gleich noch aufs Schiff. Sorry. Wir gehen gleich nochmal zurück aufs Schlachtschiff Mikasa. Machen so noch ein paar kleine Sidequests. Nächste Folge gehen wir dann ins Hoyo Research Labor. Tsukiyomi auch voll. Gehst du nochmal auf Schlachtschiff Mikasa, das steht ja gar nicht zur Auswahl. Kommen wir denn jetzt auf Schlachtschiff Mikasa? Achso, wir sind gar nicht in... Ja, wir müssen erstmal nach Yokohama. Ob wir diese Extremdinge irgendwann mal ausrüsten werden, muss ich mal gucken. Gucken wir sie mal richtig. Oh, eine geschnitzte Holzfigur. Warten Sie mal, Moment mal. Ah, es hat sich bewegt, es kann sprechen. Ich bin vielleicht aus Holz, aber ich habe auch eine Seele. Ich bin Carven, nett Sie kennenzulernen.
Eine Frage, was macht denn eine Schnitzfigur auf einem Militärschiff? Sie sahen, wie stark ich war, also baten sie mich, ein Bodyguard zu sein. Wenn ich helfen kann, sage ich nicht nein. Wie auch immer, können Sie nicht einfach verschwinden, mir zuliebe? Wenn Sie nicht kooperieren, müssen wir wohl brutal werden. Too bad. Duty wins out over friendship in this business. No hard feelings, I hope. But I'll have to end your life. Enough of your old-fashioned sentimentality. Real life is a whole lot harsher than your silly drama. Ja. Und den bekommen wir dann Ring am Item Versteinern 2. Das ist doch ziemlich geil. So, Schwäche gegen Wind. Perfekt. Können wir damit ja gleich mal anfangen. Jetzt brauchen wir nicht mehr auf die Ringperfektrate achten. Jetzt haben wir das Item dafür bekommen. Das war alles. Das glaube ich nicht so schwer werden. Das ist unsere Bogenstaffel. Gut, das hätte ich auch machen können, bevor ich in der Hauptstadt war. Deswegen ist das wahrscheinlich deswegen so einfach. That's what happens when you don't face up to reality. But I'm not really good at anything else. This is the only way I know how to live. Ich verliere gegen einen Zivilisten. Wie soll ich bloß weiterleben? Hier haben Sie einen Abdruck. Alles Gute. Ich werde mich zur Ruhe setzen. Ich bedauere zwar noch einiges, aber es ist besser zu wissen, wann Schluss ist. Das ist gut. Dann kann ich jetzt nach Hause zurück und meine Mutter besuchen. Auf Wiedersehen und viel Glück. Was für eine blöde Holzfigur. Aru. Können wir eigentlich hier auch Steinern 2 reingeben. Das ist auch Schutz vor Lähmung. Noch was auf dem Fremdenfriedhof. Also es gibt noch was auf dem Schiff, das machen wir aber beim nächsten Mal. Das ist wie bei From the New World, so eine Art Quiz, wo wir bestimmte Fragen gestellt bekommen, die mit der richtigen Taste die richtige Antwort wählen müssen. Das machen wir aber nächste Folge. Gehen wir nochmal hier zurück, sind wir noch auf dem Fremdenfriedhof. Da bist du ja, ich habe ewig auf dich gewartet. Ich möchte mit dir über etwas reden. Über was? Es geht um Miyabi. In letzter Zeit ist sie oft aufgedonnert ausgegangen. Ich denke, sie hat vielleicht eine Affäre. Das bildest du dir nur ein. Sie ist halt 17 Jahre jünger als ich. Sie ist erst 28 und war mal Hostess. Sie ist wirklich süß. Ich meine, sie hat so einen tollen Körper. Sie ist 28 und spricht so. Ich kann mir jedenfalls nicht ständig Sorgen machen. Was soll ich tun? Ich werde noch verrückt. Ich auch. Oh, Miyabi. Wer kümmert sich denn um Aya? Oh, das ist okay. Miyabis Eltern sind aus Chiba zu Besuch und kümmern sich um sie. Dann nutzt sie wahrscheinlich einfach ihre Chance, mal auszugehen. Vielleicht. Ich hoffe, es steckt nicht mehr dahinter. Ja, keine Sorge, mach deinen Job. Meinen Job machen? Wie kann ich das, wenn ich mich um Miyabi sorge? Vergiss es, es ist unwichtig. Unwichtig? Unwichtig? Hast du etwa gesagt, dass du gerade sagst, es sei unwichtig? Tut mir leid, so habe ich es nicht gemeint. Carmen steht die ganze Zeit da und sagt überhaupt nichts. Ah, ich dachte, du bist ein Freund. Ich bin dir völlig egal.
Das bist du nicht, es tut mir leid. Solltest du nicht nach ihr suchen? Sie muss doch irgendwohin gern gehen. Und wenn ich sie sehe, sage ich dir Bescheid, okay? Glaube ich aber nicht. Da hast du recht. Dann gehe ich mal. Hier, nimm das. Bis bald. Viel Glück. Vielleicht sollte ich nochmal über meine Freundschaft mit ihm nachdenken. Reisen aus dem Ausland. Wie? Ihr habt einen langen Weg hinter euch. Mein Vater lebte für sein Schwert. Das bedeutet ihm sehr viel, aber ich kann die fremden Wörter darauf nicht lesen. Ich denke, ich sollte jemand haben, der dessen Wert kennt. Jemand, der ins Ausland reist. Dankeschön. Was vergessen? In der nächsten Folge werden wir uns dann den einen Seelentropfen noch aktivieren und machen das Quiz am Schlachtschiff Mikasa nochmal. Und dann gehen wir ins Hoyo Research Labor und dann gucken wir mal, was uns dort erwartet, wer uns dort erwartet und warum es uns dort erwartet. Bis zum nächsten Mal.